Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal und hier in der Brickworld. Heute, nachdem wir zuletzt ein größeres Update-Video hatten, in dem wir hier hinten im Bereich der Straßenbahn, im Bereich des Bahnhofs, des Vorplatzes, besser gesagt, einiges getan hatten. Wir haben hier einiges neu gebaut, einiges optimiert, vor allem einiges beleuchtet und auch die erste Haltestelle endlich hier in die Welt gebracht. Möchte ich heute etwas anderes angehen, was eh schon länger geplant ist, beziehungsweise ich habe es immer vor mir hergeschoben und ich muss es endlich mal machen. Und zwar Thema Verkabelung. Hier ist ja immer noch ein Graus, denn hier liegen ja noch einige Kabel über dem Tisch und das muss jetzt langsam mal behoben werden, damit wir hier endlich mal das Ganze unter den Tisch bekommen und hier auch demnächst mal die Lücke richtig schließen können. Das heißt, das Pariser Restaurant und auch hier das Diner, da muss die Stromversorgung nach unten verlegt werden im Modul. Dann können wir auch den ganzen Verteiler nach unten verlegen und dann haben wir auch das ganze Problem hier mit dem Strom nicht mehr. Das wird jetzt heißen, ich muss jetzt hier mal die Module rausnehmen, ein bisschen umbauen, Löcher bohren und da wird einiges zu tun sein. Aber es wird auf jeden Fall eine Sache sein, die gemacht werden muss. Und ich dachte, ich lasse euch ein bisschen teilhaben dabei und vielleicht kriegen wir auch noch irgendwas anderes heute hin. Schauen wir einfach mal, wohin es heute in diesem Video führt. So, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt erstmal hier das Gebäude, das wir eh nicht mal fertig bauen müssten, herausgenommen. Die ganzen Kabel weggenommen. Und hier sehen wir jetzt einen USB-Stecker, der nach unten gelegt werden soll. Dazu habe ich jetzt erstmal die ganzen Stockwerke vom Diner runtergenommen. Ihr seht auch, dass jetzt gerade gar nichts beleuchtet, weil eben, wie gesagt, nichts mehr am USB-Verteiler steckt. Und ich habe jetzt hier mal mit viel Mühe ein paar von den Platten rausbekommen, weil ich nämlich jetzt hier hinten eine Öffnung nach unten bohren möchte, um da den USB-Stecker durchzukriegen. Das wird natürlich eine gewagte Sache, weil ich hier auf dem Tisch durch das Gebäude bohren werde. Denn ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt die Lust, das ganze Gebäude hier rauszuholen. Das ist an mehreren Stellen verankert. Das wäre jetzt eine riesen Aktion, das da rauszukriegen tatsächlich, mehr als ich dachte. Deshalb versuche ich das Ganze jetzt so zu lösen, dass ich tatsächlich es hinbekomme, während das Gebäude hier steht. Also Daumen drücken, würde ich mal sagen. Mal schauen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Es ist dann doch ein bisschen eine enge Stelle, eine enge Geschichte da hinten. Das wird auf jeden Fall eine interessante Sache. Also ich versuche es jetzt hier mal und dann schauen wir mal, ob es klappt oder ich irgendein riesen Chaos hier anrichte. Ich sag's mal so, es hat tatsächlich besser funktioniert als gedacht. Wir haben jetzt hier tatsächlich ein Loch, das komplett durchgeht. Man sieht jetzt von unten nicht viel Licht durchkommen, aber der Bohrer hat es geschafft. Im Nachhinein muss ich sagen, ich werde es wahrscheinlich dort auch nochmal so machen, weil es einfach momentan doof ist, weil die Gebäude schon so eng eingebaut sind. Aber grundsätzlich empfehle ich jetzt allen, plant das vorher, so wie ich es auch bei den anderen Modulen gemacht habe. Und von Anfang an einfach die Stecker so legen, dass man sie gleich unter den Tisch legen kann und nicht im Nachhinein anfangen. Weil das wird sonst eine riesige, dumme Geschichte. Und ich muss mal schauen, wie ich das hier jetzt alles raushole. Ich habe einen Staubsauger geholt. Und dann lege ich mal die Kabel wieder rein. Und dann müsste das eigentlich mit dem Diner schon abgeschlossen sein. Wobei ich mir überlege, ich wollte ja hier hinten auch noch eine Lampe einbauen in diese Gasse. Da muss ich mal schauen, ob ich das von diesem Modul aus mache oder ob es dann einfach von dem Haus von hier kommen wird. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, ich sauge jetzt mal, baue das wieder zusammen und dann schauen wir mal, ob das Licht noch funktioniert. Es hat ein wenig Zeit gedauert, ein bisschen Mühe und ein zerstörtes Kabel. Aber das Kabel, das jetzt hier runter geht, unter die Tischplatte, ist jetzt hier ordentlich verbaut. Das Loch, das ich gebohrt hatte, ist hier unter diesem Sitz. Das sieht man überhaupt nicht mehr. Und ich muss sagen, alles passt wieder. Das heißt, ich kann jetzt sehr wahrscheinlich die anderen Stockwerke wieder ordentlich draufsetzen und dann hätten wir schon mal das Problem gelöst, dass das Diner jetzt unter dem Tisch verkabelt ist. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich nur noch das Pariser Restaurant ebenfalls nach unten verkabeln und dann können wir hier vorne alles hier zusammenbauen und das ganze Kabelwirrwarr, das ich da hatte, liegt dann endlich unterm Tisch und wir können uns dann demnächst auch mal darum kümmern, unter dem Tisch ein bisschen Kabelmanagement zu betreiben, wobei wir da auch nochmal schauen müssen, dass wir noch ein paar andere Module anschließen müssen. Und ich glaube, ich brauche auch noch ein paar Verlängerungs-USB-Kabel. Da muss ich gleich mal schauen, welche bestellen. Wie gesagt, ich mache es dann jetzt wieder zu und dann schauen wir mal, was wir beim Pariser Restaurant machen müssen. So, wir sind jetzt hier beim Pariser Restaurant und hier war es ein bisschen einfacher, das Ganze zu machen, denn ich konnte hier einfach den Boden aufmachen, denn die Fliesen liegen direkt auf den 4er-Plates, also auf den 4x4er-Plates und dann konnte ich einfach hier ein Loch reinbohren. Ihr seht, ich muss jetzt hier mal saugen, ein paar Steine haben gelitten. Beziehungsweise sind ja nur abgefallen, die gelitten haben sie in der Form jetzt nicht, die sind noch alle ganz.
Dann werde ich das Kabel da durchbuxieren, alles anschließen, wieder zubauen. Dann können wir die anderen Stockwerke wieder oben drauf bauen. Und dann hätten wir es geschafft, dass hier oben keine Kabel mehr liegen. Dann muss ich nur noch unter dem Tisch alles wieder neu verkabeln. Ist ja keine große Geschichte, sind ja alles USB-Kabel. Und dann können wir hier das Haus wieder hinstellen. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir hier endlich mal alle Kabel unterm Tisch haben. Auch das da hinten ist ja beim letzten Update nach unten gewandert. Und dann können wir hier auf jeden Fall demnächst hier zumachen, endlich. Und darauf freue ich mich schon. Damit ist das ganze Unheil auch schon wieder beendet. Ihr seht, das Kabel läuft jetzt hier hinten runter. Das habe ich jetzt einfach mal so gelassen, bevor ich jetzt groß innen drin wieder umbauen muss. Ich finde es jetzt auch gar nicht so schlimm. Ab einer gewissen Entfernung fällt es auch gar nicht mehr auf. Man kann doch einfach als echtes Kabel ansehen, also echtes im Sinne der Spielwelt. Ich muss einfach nochmal oben den Deckel drauf machen, also die anderen Etagen, die da hinten liegen. Dann stopfen wir unten das Ganze ein, schauen, ob alles funktioniert. Und wenn alles funktioniert, werden wir hier alles wieder zurück machen. Das heißt, das Modul hier vorne kommt wieder hin und auch alle anderen Kabel. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. So, ich habe euch jetzt mal mit unter den Tisch genommen. So sieht übrigens der Berg mit unserer kleinen Höhle von hinten aus. Und hier geht jetzt auch das Kabel direkt rüber in den Verteiler. Den habe ich jetzt hier drüben angebracht. Ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt. Hier liegt ja eh jede Menge Technik rum. Vor allem noch die ganze alte Verkabelung mit dem alten System hier von der U-Bahn. Das muss ich irgendwann auch noch umbauen. Aber wir haben jetzt hier tatsächlich in unserem Verteiler, den sieht man jetzt tatsächlich nicht so gut, alle Kabel drin. Alles läuft wieder, alles hat wieder Licht. Und ja, ich werde jetzt gleich das Ganze nochmal von oben zeigen. Und dann sind wir für heute fertig. Und dann können wir mal schauen, was wir das nächste Mal im Update-Video machen. Und es sieht doch gleich viel besser aus, denn wie wir sehen können, die ganzen Kabel, die hier raushingen und vor allem der Verteiler, der hier oben war und die Kabel, die aus den Gebäuden kamen, sind jetzt alle weg. Beleuchtung ist aber immer noch weiterhin komplett und damit können wir auf jeden Fall im nächsten Mal im Update, denke ich, endlich mal diese Lücke hier komplett schließen, so dass dann der Blick unter den Tisch komplett verbaut ist. Das wäre, glaube ich, eine Sache, die eine wichtige Etappe ist, um einfach dieses Loch hier endlich zu schließen. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch heute mal so ein bisschen die Dinge zu sehen, die jetzt nicht so viel Spaß machen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, das sehr wahrscheinlich ein Update-Video sein wird. Wie gesagt, hier der Fels muss geschlossen werden. Und dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Treue. Wir sehen uns das nächste Mal hier in der Brickworld. Und ich würde einfach nur sagen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.